die Ausstellung ist eigentlich entstanden, weil wir ein Geschenk bekommen haben, das seit über 100 Jahren in Familienbesitz war. Und aufgrund einer anderen Ausstellung, wo wir Textilien gezeigt haben, fand man, gut, das wäre eine super Sache. Wir geben das dem Museum. Wir haben das dann angeschaut, ausgepackt und sehr schnell gesehen, dass das ein interessantes Thema wird, weil wir sozusagen den Austausch zwischen Ost und West in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeigen können, so wie das eben Europa gesehen hat damals. Das hat sehr mit dem Emil Alpiger zu tun, der das gesammelt hat. Der war für ein Teppichunternehmen zuständig. Und wie das eben in Persien dann rezipiert wurde und wie Persien auf den europäischen Einfluss reagiert hat. Das ist eigentlich die Hauptsache. Also es geht auch darum zu zeigen, was Hybridisierung bedeutet. Also was wir hier zeigen, ist sozusagen ein Stilmischmasch, der normalerweise in der Kunstgeschichte nicht so gerne beachtet wird, weil das nicht dem entspricht, was man sich so vorstellt. Aber hier haben wir die wunderbaren Beispiele für genau diesen Austausch zwischen Ost und West. Herr Alpiger ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Er hat für Ziegler und Company gearbeitet während 20 Jahren in Persien selber, hat dort diese ganze Teppichmanufaktur aufgebaut. Aber das ist sozusagen sein bürgerlich ruhiges Leben. Zuvor war er sehr abenteuerlich unterwegs. 10 Jahre seines Lebens hat er, wir müssen das rekonstruieren, weil wir nicht alle seine Unterlagen haben oder nicht mehr haben. Er hat offenbar für die Bergamasker Seidenindustrie gearbeitet, hatte für die auch geschmuggelt. Also er hat zum Beispiel aus dem Iran versucht, Seidenraupeneier nach Europa zu bringen. Das war damals notwendig, weil es eine große Epidemie gab, die die ganze Seidenkulturen in Europa selber bedroht bis zerstört haben. Und die einzige Maßnahme, die dagegen wirkte, war eben Seidenraupeneier erst aus Persien zu bringen. Das hat er dann gemacht. Später war es Japan, weil man musste immer mehr in den Osten, weil die Krankheit auch fortschritt. Und im Japan hat er sogar den ersten Welthandelskonflikt ausgelöst. Japan hatte sich damals gerade geöffnet. Es gab den ersten Kontakt mit Europa, die ersten Handelsbeziehungen und er hatte da, wahrscheinlich weil er die Geduld etwas verloren hat, einen japanischen Geschäftsmann bedroht. Das führte dann zu einem Prozess, den der damalige Konsul, der Schweizer Konsul, geführt hat und er hat Herrn Alpiger bestraft. Das wurde damals international sehr groß angesehen, weil man gesagt hat, das ist toll, hier wird nicht nur immer Europäern Recht gegeben, sondern in diesem Fall haben eben die Japaner, die als sozusagen als die Opfer oder als die man ausbeuten kann, immer angesehen wurden. Der hatte die auf die gleiche Ebene gebracht und das hatte in Japan große Wirkung für die Schweizer selber, aber wurde auch international sehr wohlwollend anerkannt. Und er hat dann noch anderes gemacht. Er ist er hat in Paris gelebt eine Zeit lang, hat dort versucht, sich selbstständig zu machen. Das ist nicht gelungen, hatte eine erste Familie gegründet, aber kurz nach der Geburt seines ersten Sohnes ist seine Frau und sein Sohn gestorben, hat dann eine zweite Familie gegründet und mit dieser zweiten Familie ist er dann nach Persien ausgewandert. Die Familie war temporär in Persien offenbar, hat aber auch eine große Zeit lang hier in Zürich gelebt und er ist dann 1896 endgültig nach Zürich zurückgekommen. Ja, es gab sogar schon früher Globalisierung. Ich glaube, es gibt sogar seit der Antike immer wieder, dass man Beziehungen weltweit aufspannt. Im 19. Jahrhundert war es einfach eine interessante Zeit. Erstens mal, weil es in Europa selber zur Industrialisierung, eine Industrialisierung gab. Das heißt, es gab Probleme auch in den Fabriken, in der Produktion. Es gab ein Rush auf das Geld, also Geld machen war das Große. Es gab diesen Industriekapitalismus
Und es gab natürlich auch diese weltweite Politik, wir denken da nur an England oder die anderen Kolonialmächte, wo man möglichst versucht hat, Waren herbeizuschaffen. Es ist alles geringer geworden, also die Distanzen wurden auf einmal überwindbarer. Das kann man übrigens auch sehr schön in Alpigers Notizen sehen, wo er begeistert war, dass er zum Beispiel mit den ersten Eisenbahnen fahren konnte. Er war auf einmal innerhalb von wenigen Wochen, muss man sagen, heute scheint uns das lang zu sein, aber das waren nicht mehr Monate, sondern Wochen, irgendwie einmal um die ganze Welt gereist. Und das war damals natürlich sozusagen der Aufbruch. Entsprechend hatte man auch diese Sicht, dass man mit den anderen jetzt Handel macht, möglichst zu seinem eigenen Vorteil. Also alles, was wir heute immer noch beweinen, war damals in den Anfängen vorhanden. Und wenn wir das heute vergleichen mit damals, muss man sagen, dass es in den Kinderschuhen war und das noch human war, was wir heute zum Teil beobachten können. Ja, wir haben ein schönes Beispiel, da sieht man einen Leibrock von einem Mann, der hat eine Manschette. Früher war das so, oder in Persien war das so, dass man die Stoffe, man hatte die Außenstoffe und innen war das immer gefüttert mit einer Borte, die sehr schön und meistens in einem anderen Muster geschmückt war. Und wir haben ein wunderbares Beispiel, wo man sieht, es gibt die Manschette, die besteht aus einem der hochwertigsten Wollstoffe, die in Persien selber hergestellt wurden, war damals wahrscheinlich schon sehr alt, weil man hat mit Stoffen gehaushaltet. Und dieses Stoffmuster wurde dann wahrscheinlich in Manchester kopiert als industriell hergestellter Druckstoff. Und wir haben hier einen zweiten Leibrock eines Mannes, der genau aus diesem edlen, also in diesem Fall Surrogat dieses wunderbaren Stoffes hergestellt ist. Und hier sieht man ganz genau, dass es eine Transformation gab, die industriell durchgeführt werden konnte, die dann aber trotzdem in Persien selber aufgenommen und verwendet wurde. Das ist eines der großen Beispiele. Und dann haben wir noch die Zieglerteppiche, wo man sieht, dass aus einem persischen Teppich, der ein sehr komplexes, sehr raffiniertes Muster hat, wo man sieht, dass gewisse Sachen rausgenommen wurde. Das wurde dann sozusagen bereinigt und in dieser bereinigten Form war es dann in Europa gängig, solche Teppiche dann im Salon aufzulegen. Man muss vielleicht sagen, die persische Gesellschaft hat ein großes Talent, auch Sachen sehr schnell aufzunehmen und sich anzuverwandeln, also zu etwas Eigenem zu machen. In diesem Fall haben wir interessanterweise einen Brief von Frau Alpiger, die ja ihren Mann zu Beginn begleitet hat, also so, wir nehmen an 1874, 75 in Iran. Da haben wir auch Aufzeichnungen von ihm, wo er dann eben schreibt, wie er mit dem Pferd durch die Einöden reiten musste, oft 8 bis 9 Stunden im Sattel, meistens während der Nacht, weil es dann nicht so heiß war. 20 Jahre später schreibt sie, das ist ihr letzter Besuch im Iran, es wäre eine ganz tolle Reise gewesen, sie wären in der Droschke gefahren, es gab schon den ersten Zug, der von Teheran ausfuhr, es gab Telegrafie, also innerhalb von 20 Jahren hat sich eine totale Veränderung in der persischen Gesellschaft vollzogen, natürlich auch unterstützt durch den Schah selber. Aber was dann interessant ist, dieser Wandel, das setzt sich natürlich fort. Also es gibt in den 20ern nochmal so einen Modernisierungsschub. Die 50er, 60er Jahre sind ganz fantastisch. Da gibt es dann also wirklich Sachen, die auch bei uns zum Dernier Cri gehören würden. Und so wandelt sich diese Gesellschaft sehr schnell. Also wenn Sie die neueste Mode aus Mailand suchen, gehen Sie an eine Teheraner Party, da finden Sie sie ganz bestimmt. Also wir waren ziemlich genau ein Jahr dran.
Ich muss dazu sagen, Textilien kenne ich schon ein bisschen, also in dem Fall muss ich nicht ganz zu Beginn anfangen, aber was wir dann natürlich vor allem versucht haben herauszufinden, war, wie Alpiger überhaupt gelebt hat. Das war einerseits nicht so schwierig, weil er hat handschriftliche Notizen hinterlassen, die habe ich dann transkribiert. Was schwieriger war, waren seine verschiedenen Lebensstationen. Und eigentlich nur per Zufall haben wir herausgefunden, dass er mal in Paris gelebt hatte. Und mein Mann hat dann in den Internetarchiven der Stadt Paris nach seinem Namen gesucht. Und so haben wir überhaupt herausgefunden, dass er überlebt hat, dass er in Paris gelebt hat, dass er eine Frau hatte, eine erste Frau und seinen Sohn. Also all diese Schritte, da führte dann oft eins zum anderen. Das andere war dann noch, dass man die Zivilstandsregister in der Schweiz anruft und fragt, haben Sie noch Daten dazu? Und da muss ich schon sagen, also das ist manchmal beeindruckend, dass wir wirklich einfach, da kriegt man dann einfach einen Auszug zugeschickt und sagt, so, das sind die Angaben, die wir haben, und das hat uns natürlich wahnsinnig weitergeholfen bei der Recherche.